Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe für euch heute ein wunderbares Dessert mitgebracht. Eine Himbeermascarpone. Ja, und da stellt ihr euch die Frage, wo kommt die Himbeermascarpone her? Und eigentlich ist das kein so wirklich historisches Gericht, sondern das gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. Aber wir bekommen Besuch. Und da habe ich mir gedacht, so eine Himbeermascarpone ist doch was super Leckeres. Und deshalb gehen wir jetzt rein und schauen uns mal die Himbeermascarpone an. Und diese besteht hauptsächlich aus Mascarpone und Himbeeren, daher kommt der Name. Und die Mascarpone ist ich sag mal schon sehr, sehr lange, aus dem 16. und 17. Jahrhundert ist die bekannt. Das ist eigentlich ein aus Sahne mit Säure verdickte Frischkäse oder Käse, würde ich mal sagen. Und die wird mit Himbeeren zubereitet. Und die Himbeeren, ich meine, die kennt jeder, die gibt es schon immer, also wirklich ein mittelalterliches, historisches Lebensmittel. Und die Kombination ist einfach wunderbar. Und deshalb gehen wir jetzt in die Küche und wir schauen uns mal an, wie die Zutaten der Himbeermascarpone sind. Und wir bereiten sie zu und verkosten sie. Und ich kann euch sagen, das Dessert ist super lecker. Los geht's. Kommen wir zu den Zutaten der Himbeermascarpone. Also, ihr braucht bei meinem Rezept American Cookies. Warum? Weil die einfach viel geiler schmecken als die Biscuits. Also, ich hole die mal vom Aldi. Ich finde, die passen super. Dann nehme ich immer so ein Paket und krümmel die klein. Da müssen wir uns gleich mal gucken, wie viel wir wirklich davon brauchen. Dann braucht ihr natürlich Himbeeren. Ich nehme mal Tiefkühlhimbeeren. Die halten sich am längsten frisch. Die kann man unten im Tiefkühl lagern. Und wenn ihr dann die Mascarpone-Creme machen wollt, habt ihr alles da. Dann 2 Päckchen Vanillezucker, eine Dose Mascarpone-Creme, etwas Schlagsahne oder ein Becher besser gesagt und ein Teil vom Speisequark, vom Magerquark. Und das war es auch schon. Mehr braucht ihr gar nicht. Ihr müsstet die Mascarpone-Creme nachher noch abschmecken, wie süß die ist. Ob es eher süßer mögt oder nicht ganz so süß. Ich starte mal mit den 2 Päckchen Vanillezucker und gegebenenfalls müssen wir noch etwas Zucker hinzufügen. Und das war es auch schon und jetzt gehen wir in die Zubereitung. Bleibt dran. Als erstes schlagen wir den Becher Sahne steif. Da müsst ihr ein bisschen schauen. Das ist so, ja, Biosahne. Die ist auch schon abgelaufen. Aber das heißt noch lange nicht, dass die schlecht ist. Ihr seht zwar, das Fett hat sich so ein bisschen abgesondert. Das machen wir jetzt wieder raus. Und dann kommt das in die Schüssel. Und danach wird das aufgeschlagen und dann klappt das schon. Also lasst euch da nicht abschrecken. Das ist ein MHD-Datum. Und nur weil was abgelaufen ist, heißt das noch lange nicht, dass das schlecht ist. Ich sag mal, heutzutage haben viele Menschen ja verlernt, da mal sensorisch ranzugehen, mal zu schauen, mal zu riechen, mal zu schmecken, sondern schmeißen die Sachen einfach weg. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ne? Also die Sahne ist jetzt nur für euch 8, 9, anderthalb Monate abgelaufen. Und wie ihr seht, die ist immer noch gut, die riecht gut, die schmeckt auch noch gut. Also können wir sie verwenden. Gut, dann werden wir die jetzt aufschlagen. Nicht wundern, der aufmerksame Zuschauer hat festgestellt, dass mir der Schneebesen auseinandergeflogen ist. Also ich muss jetzt erstmal mir einen neuen Mixer holen, denn ihr glaubt es nicht, aber diese Aufsätze oder Einsätze, die da drin sind, die sind nicht standardisiert. Da gibt es zig verschiedene von. Und ich finde im Moment keine, die hier reinpassen. Deshalb muss leider der Mixer entsorgt und neu gekauft werden. Eigentlich unmöglich, aber ist leider so. Gut, wir schlagen auf und danach sehen wir weiter. Das hat natürlich jetzt alles viel länger gedauert, weil nicht 2 die richtigen Quirle dabei sind, sondern so ein Knethaken. Aber nicht schlimm, die waren jetzt soweit fertig. Die kommt zur Seite. Und jetzt muss ich mal ganz kurz hier aufwischen, denn ich habe eine Menge Schweinerei gemacht. Bis gleich. Als nächstes kommt die Mascarpone-Creme und der Speisequark mit dem Zucker. Das verrühren wir und dann werden wir die Sahne unterheben. Und dann nehmen wir tatsächlich einen ganzen Becher Mascarpone-Creme. Also, das ist eine Kalorienbombe, aber ich sage mal, der Winter kommt. Da ist das nicht so schlimm. Einmal geht schon. So, genau. Das ist die Creme. Dann brauchen wir 150 Gramm Magerquark. Das wiegen wir jetzt nicht ab. Ne? Das machen wir ungefähr aus der Hand. Also, das Paket ist 500 Gramm, ist 1 Pfund. So, dann nehmen wir so ungefähr 150 Gramm Magerquark, 2 Päckchen Vanillezucker, einmal, zweimal und dann vermischen wir das.
So. Gut. Los geht's. So, ihr seht ja, durch den Magerquark und der Mascarpone-Creme ist natürlich die Creme noch keine wirkliche Creme, sondern eher eine Paste. Deshalb rühren wir jetzt die Sahne unter und dadurch wird das wieder etwas fluffiger. Manche machen auch Joghurt drunter, das könnt ihr überlegen. Ihr könnt auch statt, ich sag mal, Magerquark könnt ihr auch einen Teil mit Joghurt ersetzen. Das schmeckt auch ganz lecker. Das habe ich auch schon mal probiert. Das muss man so nach seinen Vorlieben mal so ein bisschen herausfinden. Aber letztendlich, das Ergebnis zählt, macht es so, wie ihr es mögt. Und dann ist das auch schon ganz vernünftig. Gut, das rühren wir jetzt zusammen. So, hier müssen wir noch mal anders auskratzen. Hier ist noch ein bisschen was drin. Das machen wir mit einem anderen Löffel. Gut, dann müssen wir das noch mal ganz kurz probieren. Ja, also ich würde sagen, ein kleines bisschen Zucker kann doch dran. Normalerweise esse ich es nicht ganz so süß, aber das ist eine Nachspeise, ein Dessert. Und ich weiß, mein Bruder kommt und der ist ein Süßer. Deshalb machen wir da jetzt ein bisschen mehr Zucker noch dran. Ich denke, ein Esslöffel wird hier reichen. So. Vielleicht noch einen halben. Gut. Und das rühren wir noch schnell ein. Wunderbar. Das war jetzt schon der schwierige Teil. Und jetzt geht es ans Dekorieren und ans Schichten sozusagen. Und dazu hole ich jetzt ein paar Schalen und dann machen wir die fertig. So, wir nehmen jetzt hier die wunderschönen Herzschalen und jetzt wird eigentlich nur noch gestapelt. Dazu machen wir mal die Cookies auf und wir fangen an mit einer Schicht Cookies. Wir müssen gucken, ob die krümeln wir unten einfach in den Boden rein. Einer reicht. So, auf diesen einen Cookie kommt jetzt Mascarpone-Creme. Machen wir jetzt mal einen Löffel drauf. So. Das reicht. Und jetzt kommen da ein paar Himbeeren drauf. Es gibt da Rezepte, wo noch ein Mousse gemacht wird, davon halte ich gar nichts. Ich finde das schön, wenn die Himbeeren da ganz drin sind. Und dann nehme ich mir jetzt einfach so eine Hand Himbeeren raus. Die verteilen wir jetzt hier oben drüber. Als Lage. So. Die schmelzen, also die tauen dann auf mit der Zeit. Und jetzt machen wir da noch einen Cookie drauf. Und jetzt stapeln wir einfach das zweite komplett nochmal. Also nochmal ein Cookie. Dann kommt da noch ein bisschen Himbeermascarpone oben drüber. Wird schön groß alles. So, 1, 2. Das muss man jetzt ein bisschen hier über den Rand verstreichen. Das fällt auch noch zusammen, wenn die Himbeeren auftauen. Macht euch da keine Gedanken. So. Noch ein bisschen Mascarpone-Creme. So. Und dann könnt ihr hier oben drauf noch ein paar Himbeeren machen. Also wer mehr Himbeeren mag, kann natürlich auch mehr Himbeeren reinmachen. Also das ist für jeden so, wie er das mag, kann man sich das überlegen. Ich mache jetzt hier oben noch ein paar drauf. Wir haben ja bald Halloween, dann machen wir ein kleines Halloween-Gesicht drauf. Herrlich. Sieht doch richtig böse aus. So, super. Und das war's. Ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr die eine dickere Schicht Himbeeren macht oder ob ihr unten die Himbeeren schon auf die Cookies drauf macht. Also da seid ihr frei, stapelt das so, wie ihr es am liebsten mögt. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt erstmal so und das kommt jetzt in den Kühlschrank. Und dann ist die Himbeer-Mascarpone-Creme auch schon fertig und wir können sie nachher probieren. So, wir probieren jetzt die echte Himbeer-Mascarpone. Ihr habt das Bild schon gesehen. Und da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen, alleine wenn man das so sieht. Und wir werden jetzt mal gucken, wie die so schmeckt. Schaut mal hier. Wunderbar. Die Früchte. Echt super. Und wenn ihr die nicht zum Mousse macht, dann habt ihr was zu beißen, in Anführungsstrichen. Die Kekse kommen durch mit den Schokostückchen da drin. Und dann dazu die Mascarpone-Creme. Ist einfach nur toll.
Ich kürze das Video ab. Ich muss das jetzt in Ruhe aufessen, sonst wird das nachher warm. Es kommt nämlich gerade aus dem Kühlschrank. Macht es nach, bietet es euren Gästen an. Das ist ein super einfaches Dessert. Ganz toll, super lecker, mega lecker. Und vielleicht noch zum Abschluss, vielen Dank fürs Zuschauen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, macht das ruhig. Ist völlig kostenfrei. Einfach die Glocke drücken, auf Abonnieren. Und ich sage Dankeschön und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.